Hallo zusammen und willkommen zu dem Video, das ihr wahrscheinlich schon lange erwartet habt, und zwar wieder mal ein Video zu Artikel 13. Es ist aktuell in so ziemlich jedem Mund und ich möchte noch ein bisschen erweitern. Ich finde, es gibt schon sehr, sehr viele tolle Videos auf YouTube, zum Beispiel auch das hier von Wissenswert, ist auf Platz 1 der Trends und das jetzt schon eine ganze Weile, warum es YouTube nächstes Jahr nicht mehr gibt. Das Ganze ist sehr, sehr interessant, würde ich euch auch empfehlen, das anzugucken. Für die Leute, die das vielleicht nicht gesehen haben, weil sie vielleicht nicht in den Trends unterwegs sind, so wie ich, möchte ich ganz kurz zusammenfassen und dann auch noch ergänzen. Es geht nämlich nicht nur um YouTube, sondern es geht eigentlich um unser komplettes Internet. Ganz kurze Zusammenfassung, es geht um Artikel 13. Wenn Artikel 13 durchkommt, endgültig durchkommt, und das ist jetzt fast schon geschafft, man hat die ersten paar Abstimmungen jetzt komplett überwältigt sozusagen, und er wurde eigentlich angenommen. Es gibt nur noch eine letzte Hürde, die im Frühjahr stattfindet, im Frühjahr 2019, und wenn Artikel 13 so angenommen wird, das hat die YouTube-Chefin, also der CEO von YouTube hat das so angekündigt, dann müssen alle europäischen Kanäle von Einzelpersonen gelöscht werden. Warum ist das so und gibt es da keinen anderen Weg? Nein, das liegt daran, dass jetzt aktuell ist es so, wenn jemand urheberrechtlich irgendwas macht, dann wird derjenige angeklagt. Also wenn ich jetzt das Urheberrecht verletze, zum Beispiel zeige ich irgendwelche Bilder, die mir nicht gehören, ich habe irgendwelche Thumbnails, die mir nicht gehören, Sachen, die viele YouTuber einfach standardmäßig machen, zum Beispiel auch Gaming, ist da sehr, sehr kritisch teilweise, weil man natürlich auch urheberrechtlich geschütztes Material von Games zeigt. Wer das macht, der kann aktuell angeklagt werden, direkt als Person. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Gaming-Video mache und ich zeige Sachen, ich habe nur Musik drin, die vielleicht nicht von mir ist, dann kann mein Kanal entfernt werden auf YouTube. Das ist wunderbar. YouTube hat da eigentlich kein Problem damit und die meisten Leute sind da eigentlich auch relativ fair, die Leute dann anklagen, die geben ihnen die Chance, das zu entfernen, und dann kann man sagen, okay, man guckt das Video trotzdem so an, oder eben dieses eine Video wird gelöscht. Das ist wunderbar, so wie es aktuell ist. Allerdings, wenn Artikel 13 rauskommt, dann wird nicht mehr der Creator angeklagt bzw. gebeten, den Inhalt zu entfernen, sondern YouTube muss das machen. Und YouTube muss das, danke Uploadfilter, direkt machen, schon wenn man es hochlädt. Und wenn YouTube das eben nicht erfolgreich macht, dann muss YouTube da gerade stellen, sprich im Endeffekt Google muss dafür gerade stehen, und das kostet sehr, sehr viel, was sich YouTube überhaupt nicht leisten kann, beziehungsweise Google generell kann sich das auch nicht leisten. Das bedeutet im Endeffekt, und ja, die CEO, also die Chefin von YouTube, hat das genauso angekündigt, wenn dieser Artikel 13 durchkommt, werden alle europäischen Kanäle von Einzelpersonen gelöscht werden. Einfach alle, restlos. Egal ob Gaming, ob Bibis Beauty Palace oder ob meine Bildungsvideos. Ist völlig egal, alles kommt raus. Warum? Weil einfach YouTube dieses Risiko nicht tragen kann, weil sie einfach dadurch sofort bankrott gehen würden, wenn sie da ein paar Klagen eingereicht bekommen. Und das hat sie in dem Video hier zu dem Schreiben an die Creator-Community, hat sie das alles relativ genau erklärt, und ich würde euch auch dieses Video natürlich verlinken. Der Punkt ist aber folgender, das zieht sich noch ein bisschen weiter. Ich habe auch in meiner Beschreibung noch weitere Videos von mir verlinkt. Artikel 13 ist nicht nur YouTube. Artikel 13 ist eigentlich das ganze Internet. Das heißt, es betrifft auch Twitter. Die ganzen europäischen Twitter-Konten, ciao, gibt es nicht mehr. Die ganzen europäischen Instagram-Profile gibt es nicht mehr. Selbst Google wird Schwierigkeiten haben, überhaupt Links anzuzeigen, denn es wird ja eventuell diese Linksteuer eingeführt. Das heißt, da googeln kann man nicht mehr, DuckDuckGo gibt es dann auch nicht mehr, also Suchmaschinen gibt es nicht mehr. Es gibt eine Ausnahmeregelung für Wikipedia, das bedeutet, man darf auf Wikipedia noch Sachen nachlesen, aber das ist auch so ziemlich die einzige Plattform, die davon nicht berührt wird. Und das, meine Damen und Herren, bedeutet eigentlich so ziemlich das Ende unseres Internets, so wie wir es zumindest kennen. Wir können eigentlich so nicht mehr surfen. Man kann nicht einfach eine Website anbieten, denn diese Webseite könnte ja potenziell einfach also überall, wo Benutzer irgendwas hochladen können, jedes Forum, jedes Reddit zum Beispiel auch, gibt es nicht mehr. 9gag gibt es nicht mehr. Weil da lädt man Bilder hoch, da können normale User irgendwas hochladen und der Betreiber von der Seite haftet dafür. Das bedeutet, für jeden Betreiber ist das einfach das größte Risiko überhaupt. Man kann solche Seiten nicht mehr erlauben. Und ich glaube, euch als Informatiker bzw. angehende Informatiker betrifft das noch ein bisschen mehr als alle anderen. Denn immerhin ist unser Hauptarbeitsumfeld mittlerweile das Internet geworden.
Ich meine, die meisten Anwendungen, die wir schreiben, sind eigentlich Online-Anwendungen. Das Einzige, was man vielleicht noch erleben kann, ist Online-Gaming, weil das ist ja nicht wirklich betroffen. Da laden die Benutzer ja auch nichts hoch. Allerdings muss man auch da schon wieder vorsichtig sein, denn es könnte ja sein, dass ich euch irgendein Bild verlinke im Chat. Das heißt, Online-Spiele müssten eigentlich Voice-Chat und normalen Chat abschalten, weil, ja, man könnte ja was verlinken. Das bedeutet aber meines Erachtens, dass man sich überhaupt nicht mehr online unterhalten darf. Also wirklich gar nicht mehr. Man darf online sich nicht mehr unterhalten. Sprich, im Endeffekt müssten auch Messenger-Dienste abgeschaltet werden. Es müsste WhatsApp betreffen, weil da kann man auch Fotos teilen. Also das heißt, solche Dinge müssten, okay, da ist dann teilweise auch wieder eine Sonderregelung dabei. Das heißt, da bin ich mir nicht sicher, inwieweit das zutrifft. Aber zum Beispiel auch Gruppen in Telegram oder sowas, da muss man dann irgendwo die Grenze ziehen. Im Vertrag steht, soweit ich das richtig gelesen habe, drin, zwischen Einzelpersonen Bilder zu teilen, ist noch in Ordnung. Aber wenn man das komplett in einer Gruppe teilt, dann schon wieder nicht. Oder wenn man es öffentlich macht. Und dann ist halt die Frage, ab was zählt man öffentlich? Und hier fallen natürlich regelmäßig alle Facebook-Seiten natürlich an. Denn die, also wenn ich dort einen Link teile, ist natürlich auch öffentlich. Und Gruppen, die dann irgendwie mehrere Mitglieder haben, fällt eigentlich auch raus. Und bei WhatsApp oder so ist natürlich die Frage, wie groß dürfen die Gruppen sein, um es noch als privat zählen zu lassen. Das heißt im Endeffekt, wir fliegen wieder in die Steinzeit zurück. Und ja, das ist meines Erachtens relativ tragisch, weil dadurch gehen Millionen Arbeitsplätze verloren. Und das meine ich nicht irgendwie übertrieben, sondern das hängen wirklich Millionen Leute dran. Das Einzige, was man im Endeffekt noch machen darf, oder Firmen dürfen noch YouTube-Videos machen. Denn Firmen dürfen natürlich auch einfach so ihren eigenen Content produzieren und dann können sie beweisen, dass sie das auch selber gemacht haben. Und da muss dann YouTube sozusagen denen vertrauen, dass sie auch nichts geklaut haben oder sowas. Und das heißt, sie müssen irgendeine Verifikation einführen, dass diese Firmen auch wirklich nur ihre eigenen Produkte hochladen. Also sprich, im Endeffekt wird YouTube zu einem eigenen, also nur noch Werbung oder Bild-Zeitung, solche Videos, Tagesschau. All das Zeug wird dann halt wieder so wie Fernsehen eben auch produziert. Sprich, man kann nicht mehr als Einzelperson irgendwie YouTube benutzen. Und ja, das Ganze ist relativ tragisch. Wie gesagt, ich habe dazu schon 2 Videos gemacht. Jetzt ganz kurz zu den Varianten, die ihr unternehmen könnt. Zunächst einmal gibt es eine Petition, die schon von über 1,3 Millionen Menschen unterschrieben wurde. Ich habe natürlich auch schon unterschrieben, ganz klar. Und ihr seht, hier kommen alle paar Sekunden, kommt jemand Neues rein. Also es hört gar nicht auf. Jeder hat quasi diese Petition schon unterschrieben. Das Problem ist, das war letztes Mal schon so. Und trotzdem wurde das ganze Ding angenommen. Es gibt die Webseite savetheinternet.info. Da könnt ihr auch ganz gerne mal was machen. Wie gesagt, es ist einfach freie Meinungsäußerung, kann so nicht mehr stattfinden. Es ist einfach die riesige Zensurmaschine schlechthin und das gefährdet meiner Meinung nach auch das Grundgesetz. Was ich noch zusätzlich gemacht habe, ist, ich habe eine E-Mail geschrieben, die habe ich auch schon auf Facebook und Twitter geteilt. Hier mal ganz kurz der Inhalt davon, ihr könnt es auch gerne pausieren und dann einfach mal euch durchlesen. Einfach auch eine E-Mail an die Damen und Herren der CDU und CSU schreiben, weil das sind diejenigen, die aktuell noch dafür stimmen für diesen ganzen Kram und die uns echt ins Mittelalter wieder zurückbringen wollen. Das heißt, ja, schaut, dass ihr aktiv werdet, meldet euch bei eurem verantwortlichen Abgeordneten, unterschreibt die Petition, teilt dieses Wissen mit allen Leuten. Also es reicht nicht, wenn wir das einfach nur so machen, sondern sagt es auch euren Eltern, die werden auch das Internet benutzen. Sagt einfach jedem, dass die dagegen aktiv werden sollen. Es muss nicht unbedingt mein Video sein. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video von Wissenswert gerne in der Beschreibung. Aber ich denke, so erreiche ich vielleicht auch noch mal ein paar Leute. Und jeder Einzelne, den man erreicht, der ist wichtig. Versucht auch eure E-Mail persönlich zu verfassen und werdet da auch wirklich aktiv und sagt genau, was ihr am Internet benutzt, warum es euch wichtig ist, dass das Internet bleibt. Je mehr Aspekte wir da reinbringen, desto besser ist das Ganze. Vielleicht kann man so diesem ganzen Wahnsinn noch ein Ende bereiten und wenn wir es nicht schaffen, was machen wir dann? Dann können wir vielleicht noch die amerikanischen Sachen gucken, weil ja, bei den Amis ist es natürlich nicht so das Problem, die haben dieses Ding nicht, da kann doch jeder einen YouTube-Kanal haben und vielleicht ist das dann auch der Weckruf für alle eigentlich, dann wird es vielleicht wirklich drauf rauslaufen, dass manche Leute in die USA oder
irgendwo anders hinziehen müssen, um weiterhin ihren Beruf auszuüben, weil die EU einfach sagt, halt stopp, wir sind die Zensurmaschine, wir lassen keine freie Meinungsäußerung mehr zu, wir sind einfach niederträchtig und ja. Und das heißt, was wahrscheinlich passieren wird, ist entweder wird das Ding abgelehnt oder es gibt eine riesen Auswanderungswelle, ich habe keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, wir gemeinsam können da was erreichen und ich denke, das ist auch wirklich der Punkt, wo wir dringend aktiv werden müssen. Es gibt schon viele andere Punkte, wo wir zurückstecken und einfach akzeptieren, was uns vorgelegt wird. Ich würde sagen, in dem Punkt können wir das einfach nicht mehr tun. Okay, das war's von meiner Seite. Ist ein bisschen länger geworden als erwartet. Sorry dafür. Und ja, auch sorry, dass ich mal wieder so stark meine eigene Meinung reingebracht habe. Aber ihr könnt, wie gesagt, gerne auch die Links angucken. Die sind auch sehr informativ. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.